Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar dachte ich, mache ein kurzes Video über die Zubehörteile, die ich an meine Daytona 765 Moto 2 Limited Edition von Triumph anbauen möchte. Und zwar möchte ich sie euch kurz zeigen und dann möchte ich ein Video machen vorher, nachher, wobei zum Teil werden die Unterschiede kaum sichtbar sein. Aber vom Anfühlen her denke ich, wird es viel machen, denn wie ich festgestellt habe, halt die normalen Sachen wie der Öleinfülldeckel, der Ölmessstab sind halt aus Kunststoff, ist schön leicht und alles gut. Aber ich habe gedacht, die Daytona Moto 2, die hat schon etwas Besseres verdient. Und deshalb möchte ich euch kurz zeigen, was ich da mir ausgesucht habe. Ist noch nicht alles da, aber mal schauen. Und ich werde euch die Produkte entsprechend in der Beschreibung verlinken, sodass ihr nachschauen könnt, die Beschreibung und auch den Preis, wenn möglich. Nun fangen wir an. Zum einen habe ich hier den Ölmessstab. Ich hoffe, man sieht ihn. Ist jetzt aus Aluminium mit entsprechenden Bohrungen drin für eine allenfalls notwendige Versiegelung. Und jetzt muss mir jemand erklären, wie ich die Schachtel hier aufkriege. Mit Gewalt. Mit Gewalt geht's gut. Nicht immer, aber öfters. Ja, es ist nichts drin. Schöne Schachtel zum Wegwerfen. Ist so drin. Und das Teil, oh ja, das fühlt sich wertig an. Ist natürlich leicht, schwerer als Plastik, aber ja, fühlt sich halt viel wertiger an. Die Dichtung ist auch schon dran, falls es jemanden interessiert, und eben die Bohrungen, falls man an Rennen teilnehmen möchte oder so. Also, Teil 1, machen wir doch gleich weiter. Und zwar mit dem dazugehörenden Teil, und zwar dem Öleinfülldeckel. Sieht so aus, nichts Spezielles. So, mal schauen, ob wir auch diese Verpackung aufmachen, die übrigens aus Plastik ist. Ja, ist ein bisschen schade. Karton wäre wahrscheinlich besser. Auch hier nichts drin. Sieht wieder so aus und ja, macht einen sehr wertigen Eindruck. Um Gewicht zu sparen, immerhin inwendig hohl. Die Dichtung ist auch dran. Die Bohrungen auch. Und ja. So sieht es aus, und wie es am Motorrad aussieht, werdet ihr dann später sehen. Machen wir doch gleich weiter. Also diese zwei Teile wollte ich ersetzen, weil Kunststoff und so weiter beim Original soll ein bisschen wertiger sein. Vor allem sollte ich mal die Daytona verkaufen, denke ich, verkauft sie sich so einen Mühe besser. Dann das dritte Teil ist der, oh wie heißt das überhaupt? Actuator Gear Mechanic. Was auch immer. Ja, ist beim Motorrad, beim Getriebegestänge das Teil, wo nachher der, sorry, ich kenne die Ausdrücke halt nicht, ich bin kein Mechaniker, wo dann der Stab zum Gangwahlhebel hinführt. Ihr seht es dann später, vorher, nachher, wie das Ganze aussieht. Öffnen wir das mal. So. Über das Plastik, auch hier wieder nichts in der Schachtel drin. Sieht so aus. So, weg damit. Ja, das ist jetzt schon einiges schwerer. Ist natürlich auch massiver gefertigt. Ist auch übrigens alles CNC gefertigt. Was vor allem bei diesem Messstab schon ja, nicht schlecht ist, wenn das wirklich so CNC gefertigt wurde. Ich hoffe, die Kamera nimmt es auf, also stellt sich scharf. Ja, sieht halt so aus. Die Schraube hier oben, die ist nicht dabei. Ist noch gut zu wissen, die ist wirklich nicht dabei. Hier unten natürlich der Kugelkopf schon, hier mit dieser Manschette oder wie man es nennt, aus Gummi, um hier dicht abzuschließen. Aber sieht gut aus, sieht wirklich gut aus. Und dies habe ich gemacht, da habe ich gedacht, wenn ich sowieso schon so viel ersetze, kann ich auch dieses Teil gleich mit ersetzen. Und mal schauen, wie es dann später aussieht, ob man überhaupt einen Unterschied sieht. Ja, dann machen wir doch gleich weiter, um keine Zeit zu verschwenden bei dem schönen Wetter.
Und zwar hier, dieses vierte Teil oder dieses vierte Set in dem Fall, ist halt für die Ketteneinsteller hinten. Ich habe gedacht, ich ersetze sie. Die silbernen sehen tiptop aus, kein Thema. Aber um etwas Kontrast hinten bei der Schwinge hinzubringen, habe ich gedacht, nehme ich auch diese CNC-gefrästen. Ich denke, in Schwarz könnte es noch gut aussehen. Ihr könnt ja später entscheiden und mir vielleicht in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Ganzen haltet. Würde mich wirklich interessieren. Und wichtig, denke ich, ist bei all diesem Zubehör die Originalteile behalten, falls der Käufer, falls man sie mal verkaufen will oder muss, wie auch immer, dass er immer noch die Möglichkeit hat, das Motorrad in den Originalzustand zu versetzen. Aber schauen wir mal. Ui, da haben sie sich mehr Mühe gegeben. Ja, und hier ist auch eine Anleitung dabei. Jawohl, das wäre alles. So, auch wieder eine schöne Schachtel aus Plastik zum Wegwerfen. Gut, die Anleitung vielleicht interessiert mich im Moment weniger. Muss ich zugeben, zuerst die Teile. Oh ja, die sind auch massiv gebaut. Das spürt man schon am Gewicht. Und weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, es fühlen sich sehr hochwertig an, also wirklich cool. Sind auch angeschrieben mit einem R, ich hoffe man sieht es. Und wahrscheinlich hier ist mit einem L, jawohl, für links und rechts. Left and right halt, wie auch immer. Je nachdem, in welchem Video man das Video, in welcher Sprache man das Video schaut, also ob mit englischen Untertiteln oder nicht, wo ich mir jedes Mal Mühe gebe. Was übrigens sehr zeitaufwendig ist. Also wenn ein Video, damit ihr einfach Bescheid wisst, 10 Minuten lang ist, da bin ich 25, 30 Minuten dran am Übersetzen. Halt damit alles zeitlich stimmt und so weiter. Ich hoffe, das kommt bei euch gut an. Aber ich glaube schon, was die Statistiken sagen. Ja, so sehen die Teile aus. Sind übrigens unterschiedlich, was natürlich auch Sinn macht. Denn hier kommt das Endstück hin, das eben nicht rotieren soll. Und hier kommt die Mutter dran, das ist entsprechend ganz flach, dieses Stück, wo man dann entsprechend drehen muss können und hier eben nicht. Hier ist das Ende eingeklemmt, das heißt fixiert. Und die Anleitung, wichtige Informationen, mal schauen, ob irgendwas Wichtiges drin steht. Ja, es steht natürlich nur Wichtiges drin, in allen möglichen Sprachen. Aber eine Anleitung ist es nicht. Es ist wirklich wichtige Informationen, mehr nicht. Und weil wir alles vorsichtig anbringen, brauchen wir es nicht. Gut, dann weiter. Etwas ganz Kleines, aber Feines, denn wenn ich jedes Mal den Luftdruck überprüfe, so einen Monat oder so, ja, die Plastikdinger an so einem teuren Motorrad, es ist ja schon teuer, aber ich finde, wenn man die Teile sich anschaut, doch wieder preiswert, sage ich mal. Also sicher nicht billig, aber preiswert, weil die Einzelteile wären nicht viel günstiger als das Motorrad gesamt. Also das heißt, ich finde es wirklich angebracht. Und eben halt die Ventilkappen aus Plastik finde ich nicht so super. Darum habe ich mir diese bestellt. Mal schauen. Oh, Jungs, hey. Die meinen es ja wirklich gut. Steht auch nichts, es wäre irgendwie recyceltes Plastik oder so natürlich. Ja, aber verkauft sich gut natürlich. Wenn es da hängt, sieht es gut aus. Für 2 Ventilkappen. Und man muss zugeben, das Auge kauft mit. Wenn man keine Lust hat, etwas zu kaufen, weil es gut aussieht, macht man es auch nicht. Und die sollen ja auch aus Aluminium sein. Sind sie auch, man sieht es inwendig. Und vielleicht stellt das irgendwas da scharf. Mal schauen. Und sind sie natürlich sehr leicht, ist ja kaum mehr Material dran, aber sehen sehr schick aus. Das Logo ist, würde ich sagen, aus Kunststoff mit einem Klarlack darüber. Ja, das fühlt sich gut an. Coole Sache. Kann ich empfehlen. Eine Kleinigkeit, aber ja. Und jetzt das Größere, das habe ich erst heute beim Motorradhändler meines Vertrauens, bei der Motoria in Wohlen im Kanton Aargau in der Schweiz übrigens. Ich bin sehr gerne dort, die Leute sind sympathisch, die nehmen sich auch Zeit.
wenn Sie halt im Gespräch mit jemandem sind, ja, muss man ein bisschen warten, aber das finde ich nur fair, weil man selbst, wenn man bedient wird, will man auch die Aufmerksamkeit kriegen, die man sich wünscht und die Zeit vom Verkäufer oder vom Berater, wie auch immer, und das kriegt man dort auf jeden Fall und ja, ich gehe gerne hin. Also wir beide, auch mein Schatz hat ihr Motorrad dort gekauft, fühlt sich auch wohl, alles tipptopp soweit. Und eben, ich war heute dort mit meinem Schatz und dann habe ich diese Heizgriffe entdeckt und habe ich gesehen, die sind ja auch für die Daytona Moto 2765, wie sie hier deklariert ist. Und habe ich gedacht, die nehme ich. Und ihr werdet jetzt vielleicht lachen, ein Supersportler, ja mit begrenzter Leistung, aber Supersportler ist ja nur für den sportlichen Fahren eigentlich gedacht. Heizgriffe, aber ich muss euch sagen, vor allem hier in der Schweiz, im Frühling jetzt auch noch, wenn man irgendwo hinfährt und später am Abend zurückfährt und vielleicht mal 5, 6 Grad hat, dann ist man wirklich froh um die Dinge, weil die Handschuhe, die man mitnimmt, da sind auch keine Winterhandschuhe und ich freue mich darauf. Also ich hoffe, es passt wirklich, aber ist so deklariert. Machen wir doch gleich mal auf und da ist er auch schon verklebt. Und übrigens, diese Teile werde ich selber tauschen und das lasse ich aber machen. Und was noch, hört ihr am Ende des Videos. Okay, so. Magnetisch eigentlich, ja. Hätte ich auch erwartet. Ja, also wir haben die da. Und ein Kabel und ein paar Schrauben. Und vor allem machen lassen deswegen, weil die müssen halt dem Steuergerät zeigen, dass jetzt Heizgriffe überhaupt dran sind scheinbar. Ja, kann ich verstehen. Schauen wir mal, also hier, das da ist so schön, sieht doch gut aus. Willst du mich verarschen? So, ja, rechte Seite, hier ist das Kabel drin mit dem Stecker, alles schon schön vorbereitet. Halt Triumph-typisch, also Triumph-Qualität, das ist das, was uns überzeugt bei Triumph, die Verarbeitungsqualität. Auch bei der Daytona, wo übrigens das Kabel am Lenker auch ja, schön gemacht wurde. Die Krise bei dem Plastik, da wird sich meine Freundin ja freuen. Und das ist jetzt interessant. Hier sieht man die Kabel. Der Lenker, also der Griff sieht gut aus, wie immer halt. Der bekannte Schalter. Ja, man spürt den Druckpunkt, ihn selbst auch einigermaßen. Und hier ist jetzt verklebt. Das ist jetzt spannend. Hier nicht, gut, hier konnte man auch nicht. Aber hier ist verklebt. Remove before fitment. Ja, gut. Und eben dabei wird jetzt, sind natürlich wieder wichtige Hinweise dabei. Und ich nehme auch noch eine Anleitung, können wir schon schauen. Hier sind Schrauben schon mit Schraubenkleber dran. Cool. Das Kabel. Ja, ein Kabel mehr halt. Vom Gewicht her, ja, wird man nicht merken. Also das sind diese Teile relevanter, wobei man ersetzt ja hier Originalteile, also nur diese zwei oder diese drei machen es schwerer. Merkt man nicht. Warning, Warning, Notice. Wieder keine Anleitung. Ich schaue mal auf triumphinstructions.com, ob eine Anleitung für die dort ist. Ist wirklich eine super Seite von Triumph, wo man für das Zubehör Bedienungsanleitungen findet. Und falls sie dort ist, werde ich sie auch in der Beschreibung entsprechend verlinken, sodass ihr nachschauen könnt, was es für ein Aufwand wäre, dies zu tun. Und dann sieht man wahrscheinlich auch, ob man überhaupt etwas programmieren muss oder nicht. Aber das bringe ich gerne dem Händler zum Montieren. Der soll ja auch etwas der muss ja auch von etwas leben. Und ja, das sind mal diese Teile hier. Ja, die sieht man. Jetzt aber was dazu kommt, denn das ist noch nicht alles. Dazu kommen wird wahrscheinlich ein kurzes Heck. Das ist leider aus England noch nicht gekommen, also nicht das Original von Triumph, weil dort hat man diese Seitenreflektoren, die roten, und das passt mir nicht. Bei uns in der Schweiz müssen wir die nicht haben und darum will ich sie auch nicht, ehrlich gesagt. Klar, Sicherheit, jeder wie er will halt. Und der Händler bestellt für die Street Triples, also Kurzhecks, und er hat mir gesagt, wenn die da sind, gibt er mir Bescheid,
können wir mal ranhalten, wie es dann aussehen wird und es soll noch legal sein. Das ist für mich auch sehr wichtig, denn ich will keine Probleme auf der Straße. Ich will die Fahrten genießen und keinen Stress mit der Polizei. Das ist das eine, was noch dazu kommen wird, was noch nicht da ist. Und das andere ist die Alarmanlage. Denn wie ich mit meinem Schatz besprochen hatte, ja, man ist versichert, wenn es gestohlen wird, bekommt man das Geld. Aber keine Daytona 765 Moto 2 Limited Edition, denn die sind ja alle ausverkauft. Sprich nur eine gebrauchte höchstens, oder? Und darum habe ich mich dazu entschieden, die Alarmanlage, die auch ein Teilgeschenk von meiner Partnerin ist, zu meinem Geburtstag, den ich hatte im Januar, aber egal. Und ja, sie soll einfach abschrecken. Ich denke, wenn man nur schon drauf sitzt, das Motorrad bewegt, die Alarmanlage losgeht, ich denke, da überlegt man sich zweimal, ob man da noch irgendwie den Sitz wegnimmt und keine Ahnung, was alles drum machen will. Oder so, da versucht damit abzuhauen, ziemlich aufmerksam. Und ja, von den Funktionen her macht sie einen guten Eindruck. Bei triumphinstructions.com ist die Bedienungsanleitung auch drauf und so weiter. Das ist wirklich gut. Was mich gestört hat, ist, die Alarmanlage selbst kostet 300 Franken plus minus, also sprich 300 Euro, 300 US-Dollar. Aber das ist ja okay, mit 2 Fernbedienungen. Aber die Halterung für die Alarmanlage, die kostet ja 200 Franken. Also fast gleich viel wie die ganze Alarmanlage. Und da finde ich das Verhältnis ein bisschen schräg. Aber wenn man sich überlegt, von diesem Motorrad gibt es ja nur knapp 1500 Stück weltweit, müssen halt die Entwicklungskosten darauf abgewälzt werden. Darum finde ich das noch okay, sage ich mal. Und dann soll übrigens noch etwas anderes dran kommen, nämlich die Frame Protectors, die übrigens als Zubehör offiziell angegeben werden, aber Triumph die nicht liefern kann. Jetzt bin ich am Schauen, wo ich die herkriege, wahrscheinlich auch wieder aus England von einem Händler oder vielleicht auch aus Italien, bin ein bisschen am Herumschauen. Und ja, die will ich doch dran tun. Weil die Seiten, Carbon-Teile und so ist das eine, auch wenn sie verkratzen und so. Aber halt den Rahmen ersetzen, das wird teuer, halt von der Arbeit her, den ganzen Motor und so weiter. Aber gut, jetzt kommen wir zu den Videos bevor, nachher. Und ich verabschiede mich schon mal, wünsche euch allzeit gute Fahrt, gute Zeit. Gebt auf euch Acht, vergesst nicht einen Daumen hoch zu geben. Wenn euch das Video gefällt, in die Kommentare reinzuschreiben, was ihr von den Teilen haltet. Was ihr vielleicht anders machen würdet, nehmt mich wirklich Wunder, andere Meinungen da zu hören und abonniert doch meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst über Motorräder, nicht nur dieses, irgendwann kommen auch andere, übers Campen und Autos, wenn es dann wieder erlaubt ist, überhaupt rauszugehen und zu campen. Und ja, da sage ich nur eines. Bis zum nächsten Mal. So, das waren die Videos vorher und nachher. Was haltet ihr davon? Und manche von euch werden sich vielleicht fragen, was ist denn mit der Griffheizung? Mit dieser hier. Ja, die Griffe sind nicht drin, aber es geht um diese Griffheizung hier. Nun, ich habe sie mitgenommen zu meinem Händler. Es ist ja ganz klar ausgewiesen, dass sie auch auf die Daytona Moto 2 765 drauf passen. Der wollte sie montieren und siehe da, sie passen nicht, denn die Rohre, die haben keine Öffnungen entsprechend für diese vorbereitet, also leider nichts gewesen, außer Spesen. Aber mein Händler, die Motoria, die nehmen sie natürlich zurück. Ich muss nur noch die Schachtel zurückbringen und ja, Pech gehabt. Naja, zu früh gefreut. Aber ja, bis zum nächsten Mal.